Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Highlight-Video von AMCN. Diesmal von der Formnext 2024 hier in Frankfurt. Mein Name ist Georg Bohns von der Firma Intracon. Und mein Name ist Hans-Alfred Bräuninger von Bräuninger Unternehmensberater. Ich freue mich sehr mit dir, Georg, zum zweiten Mal dieses schöne Video hier von der Formnext zu erstellen. Wir haben gute Termine gemacht und seien Sie gespannt, was wir Ihnen präsentieren. Und falls Sie wissen möchten, wer AMCN ist, einfach unten mal in die Beschreibung schauen. Da haben wir einen Link zu unserem Video, wo wir uns vorstellen. Viel Spaß! Wir sind jetzt beim Stand von Additive Industries, einem holländischen Unternehmen. Und der Hendrik Schonefeld, zu dem wir schon lange einen sehr engen Draht haben, wird uns eine Einführung in die Firma und auch in diese besondere Maschine geben. Ja, Hans-Alfred, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Mein Name ist Hendrik Schonefeld. Ich bin bei Additive Industries zuständig für das Business Development global. Und ja, wie Hans-Alfred schon sagte, wir sind ein Hersteller für additive Fertigungssysteme, pulverbettbasiert mit dem Laser. Und wir haben gerade vor einem guten halben Jahr eine Product Extension gelauncht zu unserer Metal-Fab G2. Es nennt sich Metal-Fab 300 Flex, so dass wir dem Kunden im Endeffekt die Eintrittsbarriere reduzieren und ihm die Möglichkeit geben, auf einen großen Maschinenrahmen zu starten, mit dem Investment in einen mittleren Maschinenrahmen und sozusagen on demand mit einem Lizenzmodell die Baugröße flexibel zu verändern. Okay. Jetzt sehe ich hier unten, da haben wir ja so verschiedene Piktogramme. Du hast jetzt gesagt, das heißt 300 Flex, aber da steht ja 420. Hilf mir da nochmal zu verstehen, was das bedeutet. Ganz genau. Unsere normale G2-Konfiguration ist eine Maschine mit einem Bauraum von 420 auf 420 mm und 400 mm in der Z-Achse. Okay. Und wenn der Kunde eine 300 Flex bestellt, dann bekommt er genau diese Maschine mit diesem Baurahmen, aber das Scanfeld wird per Software reduziert auf eine Fläche von 300 x 300 mm, weiterhin mit 400 mm Bauhöhe. Und diese Maschine hat in der Grundkonfiguration nur 2 Laser, während eine G2 grundsätzlich auch 4 Laser haben kann. Okay. Und der Kunde hat nun die Möglichkeit, wenn er nur ab und zu größere Bauteile bauen muss oder eine größere Anzahl von Bauteilen für bestimmte Jobs, dann kann er uns anrufen und bekommt für 8.000 € pro Monat eine Lizenz, die im Endeffekt das gesamte Baufeld ermöglicht. Und wenn er zusätzlich noch höhere Produktivität erzeugen möchte über die nächsten Jahre, dann kann er auch noch den 3. und 4. Laser einbauen lassen. Okay. Das ist allerdings keine monatliche Lizenz, das machen wir nur einmal. Und das ist dann ein Feldupgrade, was wir aber grundsätzlich mit unseren Systemen machen, weil wir ein sehr modulares und flexibles Konzept haben in unseren Anlagensystemen. Okay, das heißt also wirklich ganz konkret, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt für einen Monat mal, habe ich den konkreten Bedarf, größere Bauteile zu drucken, kann ich wirklich ganz konkret sagen, für einen Monat brauche ich einen größeren Bauraum, den bekomme ich und danach kann ich dann quasi wieder mit meinem normalen Bauraum weiterarbeiten. Ganz genau, das ist das Konzept und das ist die Intention. Sehr gut, sehr gut. Jetzt sehen wir natürlich noch ein paar andere Sachen hier auf dem Stand, also nicht nur die Maschine. Was mir jetzt noch aufgefallen war die Einheit rechts daneben. Kannst du da auch noch kurz was zu sagen? Ja, gerne. Das ist unser sogenanntes Powder-Load-Tool. Das heißt, wir haben in unserem System natürlich einen Haupttank, der mehr als ausreichend ist, um einen kompletten Baujob zu bauen. Ja. Aber wenn wir reden immer über Serienproduktion, weil unsere Anlagen auch eine Automation ermöglichen, indem wir komplett den Bediener aus der Gleichung für die Teilekosten herausnehmen können. Und für diese Anwendung haben wir einen zusätzlichen Puffertank von zusätzlichen 175 Litern. Und dieses System können wir zum Pulverlieferanten schicken. Der belädt das mit Pulver und es wird zurückgeschickt. Das heißt, das Pulver in diesem Powder-Load-Tool ist permanent unter Prozessgas, ist permanent unter den entsprechenden Konditionen und ist konditioniert und kann direkt an die Maschine angedockt werden und die Maschine entnimmt bei Bedarf weiteres Material. Ja. Wie gesagt, das ist ein Behälterwechselsystem. Ich kann also immer ein Powder-Load-Tool zum Lieferanten schicken, zum Befüllen und das andere ist an der Maschine angedockt. Das hat 2 Vorteile. Erstens, der Bediener der Anlage muss kein Pulver selber befüllen, ist also nicht dem Pulver ausgeliefert. Und das Zweite ist ein Thema Nachhaltigkeit. Wir wissen heute, Pulverbeladung passiert über Kunststoff, sogenannte Weithaltsfächer.
Wasser, die im Nachgang entsorgt werden müssen. Das ist alles Kunststoff. Das hier ist, wie gesagt, ein Wechselsystem, sozusagen ein Mehrwegsystem. Ja? Genau, Und damit reduzieren wir im Endeffekt den Abfall und in Richtung Sustainability. Super, perfekt. Und vielen Dank. Ja. Gerne. Vielen Dank, dass wir zu dir als Gast kommen konnten. Sehr gerne. Hat mich gefreut. Ja. Ja, nun sind wir mal in einem etwas anderen Bereich als sonst. Bisher haben wir uns ja nur Hersteller angeschaut im Bereich des 3D-Drucks, der additiven Fertigung. Bei uns, bei den Projekten von AMCN, nutzen wir natürlich auch 3D-Scanner im Falle von Reverse Engineering. Hier haben wir dann einen der Hersteller, den wir hier nutzen. Wir selber bei AMCN bzw. bei Intracon nutzen momentan von Creality den Raptor. Und wir haben jetzt festgestellt, dass hier auf der Messe ein neues Modell vorgestellt wird. Und es freut mich, dass wir auch hier jemanden haben, der uns dann kurz erklären kann, was es Neues gibt und wie der sich unterscheidet von den Geräten, was wir tatsächlich momentan selber auch einsetzen. Okay, so, thank you. Can you shortly explain to us, I was just saying in German that you're introducing a new product, which is actually, I think, faster than a Raptor, which we are currently using. Yes. Can you shortly explain a bit more about the product, what is new? And then even better if you can do a short demo, if that is possible also. Okay? Sure. So the Raptor X is released in this October, and the Raptor is released in this April. So the big difference from Raptor to Raptor X is the 34 cross laser lines for medium larger object scanning with high efficiency and volumetric accuracy. So you can see here. And also So the let me take a here, this one is a original Raptor. Right. Yeah. So you see the difference. Right. And so it's basically the difference mainly on that area over here, yeah, where we here. have more lasers than, okay. Yes. And so the Raptor has 7 parallel laser lines and infrared structure light, and the Raptor X has 34 extra cross laser lines and 7 parallel laser lines and infrared structure light. Okay. And also it comes with a scan bridge for wireless scanning. So here I connect the computer to the scan bridge Wi-Fi hotspot and make sure you are using Wi-Fi 6 for faster data transmission, because the 34 cross laser lines brings more data. When you do the scanning, it is high efficiency and features the volumetric accuracy 0.02 millimeter plus Right. 0.06 millimeter per meters. Right, so very precise also. Yes. Now, when you're saying this is, let's say, optimized for scanning larger objects, so like, for example, Yeah. this one. Yes. So that would be also a typical component for us to scan in. Yes. Can we do a short demo? So can you shortly show how that looks like when you do Sure. a scanning with it? Yes, sure. Yeah, so I will grab the microphone and Okay. then, yeah, perfect. So here, the new project here. Okay. So when I press start here, we'll keep scanning. Oh, I see. Yeah. And in December, we will launch the application. So you will on your smartphone. And it is recommended to use the smartphones released from the recent years. And you can use a smartphone to do the scanning on your phone, and you can process the data and to computer. Right. Yes. And for higher model quality here. And after you scanning with the 34 cross laser lines, and here you can select local detail. And you can switch to 7 parallel laser lines for fine detail scanning. Right. Amazing. Okay. Perfect. Yeah, here we can resume scanning here. So they can go resume that directly? Yes. You see 7 parallel laser lines. It's wireless scanning. Right. In fact, I remember on some of the projects we did, we had some challenges exactly on that topic. So thank you very much for improving that part. Excellent. So the Raptor X, it features high efficiency with scanning medium to large objects. And you can also use the 7 parallel laser lines for
medium, small object scanning for reverse engineering. And also the 7 parallel laser lines for Raptor-S can also be used for fine detail scanning for a specific area of the object. So it combines both the high efficiency scanning and also fine details. Perfect. And you can use the infrared structure light for the markless scanning, like body scan or the art scan, the action figure scan. You can do it for medium or large object scanning. Right. Yeah, Okay, structure perfect. light. Yeah. Okay, thank you very much. You're welcome. Ja, nun sind wir auf dem HP-Stand. Hier waren wir ja auch letztes Jahr schon und es freut mich, dass wir auch hier wieder Neuigkeiten gefunden haben in diesem Jahr. Wir haben hier unten ein neues Material gefunden für deren pulverbasierende Maschine. Und auch hier haben wir natürlich die Expertin, die uns dann ein bisschen mehr darüber sagen kann. Bitte. Hi everyone, I'm Dugu Gunay. I'm the product manager for the PA12 flame retardant material that we just announced at Formnext this year. This material is another halogen-free material that has been available in the 3D printing market over the past years. There are quite a lot of alternatives in the market today that are halogen-free, but the main difference of the one that we have is that it's 50% reusable. That is very, very important for two things. Number one, that's obviously reduced carbon footprint compared to using 100% fresh material. So for the sustainability goals of the target companies that we are looking at with this material, it's a big differentiator. And number two, the cost. Actually, we have a lot of different components in our booth this year that covers how our users can reduce their TCO, total cost of ownership, and reduce the cost per part. There are different avenues we approach this problem, and that's one of the reasons why as well we wanted to have the 50% reusability for the FR material. The material is a pretty great alternative for disruptive cost per part for the flame retardant alternatives in the market today. The material obviously meets the regulations in the electronics market, covering industrial electronics, consumer goods electronics, electric vehicles in the automotive industry, as well as medical devices that require flammability regulations to be passed. And this is something that we pass with this material as well. I also wanted to show you some parts because another great benefit of the material is the surface finishing. You can see that the parts have a quite smooth surface compared to even our regular PA12 and compared to the other alternatives in the market. We know that in the electronics industry, cost is very important, sustainability is very important, but the aesthetics of the parts is quite important as well. So that's everything that we have to share. So the part you just showed, so the color, so that is a material color, but you also show here even black parts. So how does that work? So this is basically how the parts come out of the printer once they are cleaned, right? This would be the natural color of the components. Then you have different options depending on the final requirements of the parts that you are manufacturing. If the part needs to be a black color, an orange color, a blue color, then you have additional post-processing steps that you can take to have these final finishing. Right. This is an example of a dyed black component that you guys can see. And again, this is completely dependent on the application requirements that you have. We have other examples here as well that shows the material just chemically polished. So this is not dyed, this is the raw part that we just saw, but it is vapor smoothed, and this is the final finishing that you can see. This of course improves the surface finishing of the components as well as maintaining the flammability properties in general. Perfect. And thank you very much. All right, thank you. Ja, wir sind jetzt auf dem Stand von Genera aus der Wiener Community, aus der Wiener AM-Community, und der Dr. Stadelmann, der Gründer, steht neben uns. Er wird kurz die Firma vorstellen und auch seinen geschlossenen Prozess. Ja, hallo, mein Name ist Klaus Stadelmann, ich bin der Gründer von Genera, und was die Genera unterscheidet von anderen Anbietern ist eben unser Workflow-Denken. Das heißt, wir decken nicht nur den Druck ab, sondern auch immer das vollautomatische Post-Processing, und unsere Maschinen arbeiten immer zusammen, sodass quasi am Ende, wie bei einer Spritzgussmaschine, ein wirklich einsatzfähiger, fertiger, trockener, voll einsatzfähiger Bauteil rauskommt.
Normalerweise haben wir 2 Maschinen, einen Drucker und eine Post-Processing-Unit, die zusammenarbeiten. Wir haben aber auch eine komplett integrierte Maschine, die G3, wo der Prozess in einem All-in-One-Gerät abläuft. Ich werde mal kurz erklären, wie das aber funktioniert. Also grundsätzlich ist hier der Druckbereich. Das heißt, man ladet die Maschine mit einer Bauplattform, mit einer leeren, die man hier ablegt, legt sie rein, die Maschine scannt die Bauplattform, geht in die Mitte, startet den Druck. Wenn der Druck fertig ist, fahrt sie in diese Mittelposition. Der Bauteil wird hier gewaschen. Das heißt, die Waschzeit, alles ist hinterlegt für jedes Material. Das heißt, es wird wirklich vollautomatisch durchprozessiert. Nach dem Waschen wird der Bauteil an der Bauplattform ausgehoben und geht dann in die letzte Station. Und die letzte Station ist die sogenannte Post-Curing Chamber. Das heißt, hier wird je nach Material noch ein spezielles Heizprogramm abgespult, beziehungsweise auch ein Nachbelichtungsprogramm abgespult. Und am Ende drückt der Benutzer am Touchscreen einfach die Ausgabe, der Arm fährt wieder in die Mitte, legt den Bauteil ab, man zieht heraus und nimmt den Bauteil auf der Bauplattform einfach heraus und er ist trocken und einsatzfähig. Er muss nur noch von der Bauplattform entfernt werden. Und das ist eben unser Konzept, dass man halt wirklich keine manuellen Tätigkeiten mehr hat, kein manuelles Maschen und dass jedes Programm nicht nur Druckparameter für das Material umschließt, sondern eben auch den gesamten Post-Processing-Datensatz hat. Ist es denn jetzt ein offenes oder ein geschlossenes System? Also kann ich jetzt Harze von anderen Herstellern verwenden oder muss ich jetzt Harze dann von Genera nehmen? Wir arbeiten mit verschiedenen Materialherstellern zusammen, mit Henkel, AM Forward und so weiter, Altana. Dadurch, dass die Maschine natürlich die Parameter fürs Drucken kennen muss und eben auch fürs Nachprozessieren, reden wir von einer nicht geschlossenen Materialbibliothek, sondern von einer validierten Materialbibliothek. Okay, genau. Okay. Und können Sie noch was über den Preis sagen, circa ungefähr? Ja, also unser Desktop-System fängt an bei um die 35.000 Euro. Dieses System ist bei 180. Da ist noch eine Reinigungsflüssigkeit außerhalb dabei. Dann haben wir noch die G2, das G2F2-System, das den doppelten Output von diesem System hat, das auch voll verkettet werden kann zu einer 24/7-Produktionsstraße. Da sind wir bei so 250.000. Ja. Sehr gut. Genau. Vielleicht noch eine letzte Frage, weil wir jetzt gerade auch über das Reinigungsmittel kamen. Das Reinigungsmittel ist Isopropanol oder muss man da irgendeine spezielle Lösung haben? Also unser Reinigungsmittel ist speziell entwickelt. Es ist ein nicht flammbares Reinigungsmittel, das alle industriellen Materialien reinigen kann, sowohl als auch alle biokompatiblen Materialien. Das heißt, man braucht nur ein Reinigungsmittel für alle Materialien. Und diese Maschine verwendet zum Beispiel 2 60-Liter-Container an Reinigungsmaterial. Das kann man mit Isopropanol nicht machen, das wäre gefährlich. Ja, perfekt. Genau. Okay, das ist sehr gut. Super. Also, tausend Dank für Sehr das gerne. tolle Interview. Vielen Dank für die Viel Einladung. Erfolg noch auf der Messe. Gerne. Ja, Dankeschön. So, nun sind wir auf dem Stand von Intramsys. Intramsys haben wir auch letztes Jahr schon besucht. Ihr habt wieder eine Neuigkeit, habe ich gesehen, ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Tim, ich freue mich, dass du Zeit hast, uns das kurz zu erklären. Was habt ihr denn Neues hier vorgestellt? Ja, erstmal hallo Hans-Alfred, hallo Georg. Schön, dass ihr hier seid, dass ihr euch heute die Zeit nehmt. Was haben wir heute mitgebracht? Hinter uns siehst du so ein bisschen unsere kleine Druckfarm, die wir heute mit zur Formnext gebracht haben. Wer also Teile braucht, kommt gerne vorbei. Wir können gerne für euch Teile drucken. Nein, Spaß beiseite. Wir haben unseren neuen Drucker, unseren FunMed Pro 310 Neo mitgebracht. Das Neo ist ganz wichtig. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger haben wir hier einfach ein verbessertes Leveling. Sehr einfach für den Nutzer zu benutzen. Erhöhte Druckgeschwindigkeit bis zu 300 mm pro Sekunde. Okay. Und ganz wichtig, für viele Materialien. Wir drucken PPA mit Kohlefaser oder mit Glasfaser schnell. Wir drucken PC schnell. Wir drucken PC-PBT schnell. Wir drucken ABS schnell. Sehr viele Materialien, die einfach heute gebraucht werden für gute Bauteile aus Engineering Plastics, die können wir auf diesem Drucker gut drucken. Ja? Und was wir hier einfach so ein bisschen mit zeigen wollen, ist das, was wir bei vielen Kunden sehen. Wir haben viele Drucker mitgebracht, weil sie einfach in verschiedenen Konfigurationen laufen. Also auf dem läuft zum Beispiel ein großes Bauteil aus PPA-CF mit Stützmaterial. Dort läuft der Drucker im IDEX-Modus, wo er zwei Bauteile gleichzeitig druckt, gespiegelt in verschiedenen Farben. Also ein Tooling für die linke Seite und für die rechte Seite in einem Baujob gleichzeitig. Hier unten viele Teile aus PC,
auch unten wieder Teile aus ABS. Letztendlich also, ich muss dazu sagen, die Drucker haben teilweise Baujobs, die laufen 2-3 Stunden. Wir kommen teilweise nicht hinterher, sie wieder anzustellen. Okay. Ja? Und damit kann man eigentlich auch schon so ein bisschen das zusammenfassen, was der 310 macht, der 310 Neo macht. Ich glaube, schnelle Drucker sind überall in aller Munde. Und was wir versucht haben zu machen, ist einen Desktop-Drucker zu bauen, der schnell ist, aber gleichzeitig ein echtes Industriegerät ist. Okay. Ja, wir sprechen davon, Bauraum bis 100 Grad beheizt, eben dadurch diese riesen Materialauswahl, komplett verriegelbare Türen und alles, was eben dazugehört. Okay. Du hast jetzt gerade gesagt, bis 100 Grad. Ihr habt ja ein relativ breites Spektrum an Materialien. Genau. Bei der 610, eurer großen Maschine, da könnt ihr natürlich dann auch noch die High-End-Materialien drucken, ne? Wie Ultem etc. Genau. Das geht ja jetzt mit der wahrscheinlich dann nicht. Korrekt. Also Okay. man muss ganz klar sagen, irgendwo ist leider die Grenze. Bei 100 Grad gehen wir in den Einstieg von High Performance und das ist PPS. Ja, und PPS ist auch ein super interessantes Material, hat eine extrem hohe Steifigkeit, ein hohes E-Modul, bis 200 Grad thermisch beständig und vor allen Dingen eine sehr hohe chemische Beständigkeit. Da kann ich einfach sagen, Öle, Säuren, Lösemittel, die das einfach aushalten. Und kannst du noch was zum Preis sagen ungefähr? Preis ist immer ein bisschen schwierig, liegt aber bei ungefähr 8.000 € netto. Ja, und ist damit auch ganz klar im Desktop-Bereich positioniert. Ja, das ist tatsächlich interessant. Der Trend geht ganz klar dahin, dass Industriemaschinen teurer und teurer werden. Wir sehen aber, dass ein Desktop-Drucker auch im Desktop-Preisbereich bleiben sollte. Ich würde euch mal ein paar Bauteile zeigen, vielleicht können wir mal rübergehen. Und auch hier kann man so ein bisschen sehen, was der Drucker eigentlich kann und wofür er gedacht ist. Das ist ein ABS-Bauteil und das ist TPU. Das ist in einem Baujob, sind beide Materialien zusammengedruckt, ist eine Funktionsintegration mit integrierter Dichtung, könnte eine Flächendichtung sein, ist hier eine Runddichtung, zeigt aber eigentlich ganz gut, was man machen kann. Hier sind übrigens die beiden Toolings, die in einem Drucker laufen, einfach mal als fertiger Baujob. 170 Gramm Material in unter 3 Stunden gedruckt. Okay, Ja. sehr gut. Hier haben wir PPS mit Glasfaserverstärkung, daher auch leicht raue Oberfläche. Die hohe Steifigkeit hört man dem Material richtig an. Ich lasse das mal fallen. Ja. Ist Kunststoff, klingt aber wie Metall oder Glas. Ja, und auch hier wieder ein Beispiel, TPU mit ABS integriert. Letztendlich natürlich ein Schlüsselanhänger nur symbolisch, hilft aber zu verstehen, dass man 2 Materialien auch kombinieren kann. Und das ist das, was der Drucker einfach kann. Er hat 2 Düsen und das kann man für Stützmaterial einsetzen, kann man aber auch für 2 Farben einsetzen oder für Materialkombinationen, die unabhängig von Stützmaterial sind. Ja? Also gerade das finde ich natürlich super interessant, dass man ja in der Lage ist, tatsächlich quasi die Dichtung mit TPU mitzudrucken. Und das war ein Preissegment von, was hat er gerade gesagt, 8.000 €? Genau. Das ist natürlich tatsächlich sehr interessant. Also Ja, vielen Super. Dank für den kleinen Durchblick hier. Wir haben uns sehr gefreut, ja. Ja, vielen Dank auch für eure Zeit. Danke für euren Dank. Besuch. Ja, nun stehen wir auf dem Stand von Mimaki. Hier haben wir die Situation, das Produkt, was wir gerade zeigen wollen, ist tatsächlich schon seit einigen Jahren auf dem Markt. Aber wir haben uns überlegt, es doch mal hier in diesem Video zu zeigen, wenn es gerade darum geht zu sagen, ich möchte zum Beispiel Prototypen in Farbe drucken. Aber auch hier haben wir natürlich wieder einen Experten gefunden, der uns hier ein bisschen mehr dazu sagen kann. Was haben wir denn hier? All right, I'll continue in English. We have our 3D printer Mimaki. To give you a short background, Mimaki is originally a printer manufacturer for the graphics industry, a wide format inkjet for signage, photography. And based on that technology, we have developed a 3D printer. So basically what you see here is a printer that prints the 4 colors that we use in the graphics industry. So the YMCK colors, and on top of that we can also print clear ink and white ink. And the trick with 3D printing is of course additive manufacturing, so we print in layers, and the resin-based ink is cured in every stroke. I see here also 2 more. SP, is that for support material? SP is for support material, and I will show that to you. I'll open up the printer now. And as you can see, you see there white ink, which is basically the support for the objects that we're currently printing.
to show you what the final result will be. These are the small wooden shoes. The Mimaki Europe is based in Holland, so obviously wooden shoes is one of the topics. I have here another one. Okay. So you can print with a higher precision also, so high resolution. You can surely print high resolution, and with the CMYK solution we can reach 10 million colors, and that's the big difference with our background that we can achieve. So it could be that some of the people watching the video know that, of course, we are also talking to other vendors. Yes. So the reason for me why I said, okay, let's showcase this product also is about the price tag for the machine. So I was a bit surprised about the price of this machine. Yeah. So what is the purchase price? Yeah, the price, let's say this machine is clearly a lower entry level than the regular 3D printers in the market. This one sells at 35,000 euros. You can have a washing unit coming with it. The washing unit is because the support is water soluble. So the only thing you need to do after printing is put it in the water tank, and the support will solve by itself. So there's no manual treatment required from that point of view. So we were looking at the high resolution parts, but that means also you can produce components or parts which are flexible in a way with a soluble support material? No, let's say it's one type of ink, which is fluid. These are the ink tanks. Okay. But the final solution is always a solid object. But I see in the background that you have some samples for fashion. Yes, we do, but that's different technology, or it's the same technology, but different solution. Right. Let's close this one. Shall we walk up there? Very good. Yeah. Right here, this is like prototype fashion. So what you see here, this dress, it is made of the same solution, same ink, but it's all connected to each other. So this is one print run. And let's say after putting it in the water tank and having taken the support away, this is the solution. And then you can knit it all together to one dress. Right, very good. Okay. Let's say, as you can see, jewelry, all other fashion mock-ups. Let's say these are not real shoes, but for the fashion industry, these are the first prototypes to be designed. Perfect. Okay, thank you very much. Okay, you're welcome. Thank you. Ja, wir sind jetzt auf dem Stand von Nano Dimension in der Halle 11.0 und neben mir steht der Norman Fichtner, der jetzt hier der neue EMEA-Chef ist. Und Norman, du gibst uns jetzt einfach eine kleine Vorstellung von Nano Dimension. Ja, schön, dass ihr da seid erstmal. Vielen Dank für euren Besuch. Vielleicht Nano Dimension, ein, zwei Worte dazu. Nano Dimension ist seit über 10 Jahren am Markt, ursprünglich aus der Elektronik kommt, additive Fertigung von elektronischen Bauteilen. Mittlerweile haben wir uns ein bisschen weiterentwickelt. Wir verkaufen Maschinen für den 3D-Druck von Keramik, von Micropolymer-Applications und ganz neu auf der Formnext auch ist neues Material. Das erste Mal, dass Nano Dimension Material herstellt, was wir auch an andere OEMs verkaufen, Servicebüros etc. Wir arbeiten mit einem großen Servicebüro in Deutschland zusammen, die unser Material exklusiv vertreiben. Das neue Material ist besonders interessant für Anwendungen im Bereich Jigs and Fixtures. Man sieht es vielleicht in dem Case hier, was da schon gemacht wurde. Es hat exceptional low loss, das Material. Dadurch ist es extrem interessant auch für Linsen. Man sieht hier so ein paar Beispiele und es ist extrem hart. Dadurch erhoffen wir uns, neue Märkte zu erschließen und deutlich zu wachsen. Das hat sie gerade gesagt, ihr habt jetzt einen exklusiven Vertriebspartner. Wer ist das denn? Also weil wir jetzt jemanden haben, der sagt, hey, das interessiert uns? Ja, das ist Parts to Go, Production to Go, Parts to Go. Ja. Also die helfen uns auch dabei, natürlich das Material weiter zu qualifizieren. Es läuft auf vielen 3D-Druckern mittlerweile schon. Also wir sind da schon sehr weit. Sehr gut. Und jetzt geht es darum, dass wir das weiter in den Markt bringen, neue Anwendungen dafür finden und uns da weiterentwickeln. Ja. Super, perfekt.
Und das Material ist also auch schon wirklich verfügbar, man kann schon bestellen. Ist verfügbar, man kann es bestellen. Wert Production to go. Dankeschön. Vielen Dank, Norman. Gerne. Wir sind jetzt auf dem Stand von ProBeam beim Dr. Thorsten Löwer. Wir kennen uns von der Israel 3D-Druckreise zusammen und ich freue mich sehr, Thorsten, dass wir heute mal auf deinem Stand sind. Und du wolltest uns eine kleine Einführung in ProBeam geben und dann auch die Highlights von diesem Jahr beschreiben. Ja, vielen Dank, dass ihr da seid. Ja. ProBeam gibt es jetzt seit 50 Jahren, also 74 gegründet, deswegen dieses Jahr genau 50 Jahre. Und unsere Intention war damals, den Elektronenstrahl als Werkzeug einzuführen und quasi, damals hatten wir uns noch nicht Berater genannt, aber Berater dafür zu sein, ist Elektronenstrahl die richtige Technologie für die Produktion, die jemand vorhat. Ja? Also Entwicklungspartner zu sein. Das im Wesentlichen für das Thema Schweißen und Bohren. Und da man uns eben als Technologieführer kennt, ist der Markt irgendwann mal dann so vor 7 Jahren auf mich zugekommen und hat gesagt, so, ihr habt eine gewisse Marktverantwortung als Technologieführer, auch in dem Additivbereich etwas zu machen, weil da gibt es im Elektronenstrahl viel zu wenig Wettbewerb. Und das haben wir damals angefangen, dass wir erstmal im Test 2 Verfahren versucht haben auszuloten, was besser zu uns passt. Das eine ist ein DED-Verfahren, bei dem man mit dem Draht im Prinzip dreidimensionale Körper aufbaut. Und das andere ist das klassische Pulverbett-Thema, wo man eben schichtweise Pulver aufträgt und dann eben filigrane Strukturen aufbaut. Wir haben uns dann nach dem Sondierungsjahr entschlossen, beide Technologien weiterzuführen, weil wir viele USPs sehen, die wir mit dem Elektronenstrahl und unserer Technologie, die wir seit 50 Jahren kennen. Und ein verborgener USP ist dabei, dass wir schon immer in der industriellen Fertigung unterwegs sind und quasi diesen industriellen Touch von vornherein in die Entwicklung von der Technologie mit eingebracht haben. Jetzt sehe ich hier natürlich sehr filigrane Strukturen. Vorne am Stand hatte ich aber auch gesehen, etwas gröbere Beispiele. Ja. Was hat es denn damit dann auf sich? Das ist eigentlich jetzt bei dem Pulverbett genau die Differenzierung zum Laser. Der Laser baut lieber noch viel filigraner, aber der Elektronenstrahl hat keine Mühen damit, große Volumina zu bauen. Also wenn man jetzt diese Hüpfpfanne hier sieht, der hat jetzt ein filigranes Netz drauf, das ist aber relativ dünn. Wenn man sich das aber jetzt von unten anschaut und sieht, wie dickwandig das ist, ist das ein sehr massives Bauteil. Das ist eher unüblich für den Laser, aber das ist sehr typisch für den Elektronenstrahl, dicke Volumina zu bauen. Ja. Okay. Ja, ich sehe jetzt hier unten nämlich auch noch so ein paar Beispiele. Können Sie mir da vielleicht kurz was dazu sagen, was das denn hier ist? Ich nehme das jetzt mal einfach in die Hand, wenn ich darf. Ja. So. Das ist natürlich schon mal etwas massiver. Genau. Und hier, das ist so ein bisschen 3D-Druck Unlimited, weil was wir jetzt hier machen, ist, dass man einen klassischen Schweißdraht nimmt und den Lager für Lager aufträgt. Ja. Und damit baut man im Wesentlichen eigentlich Halbzeuge. Das heißt, ich will in teuren Materialien, schwer zu sparenden Materialien von dem 100% oder 90% Zerspannungsvolumen weg. Also das ist jetzt so ein typisches Beispiel, das ist ein kleiner Ausschnitt von einem sogenannten Gridfin, was heute an den modernen Raketen verbaut wird. Ja. Der wird heute aus dem massiven Barren herausgefräst. Also man nimmt wirklich 150 mm Titan, 2x2 Meter und fräst davon 95% weg. Ja. Die Idee ist jetzt eben, dass man Near Net Shape im Prinzip Strukturen aufbaut und dann im Prinzip bei einem Zerspannungsvolumen von 10-20% dann noch ist. Okay. Und das ist von der Zerspannungszahl von Materialkosten natürlich extrem interessant. Ja. Wenn man das jetzt wieder paart, und das ist eigentlich das Neue, was wir dieses Jahr hier auf der Messe eigentlich vorstellen wollen, wenn man jetzt sagt, ich habe so eine Struktur, die ist, in vielen Ecken ist die grob, und ich kann die wieder aus einfachen Halbzeugen erstmal zusammenschweißen und nur den filigranen Teil dann aufsetzen. Okay. Dann gehe ich noch einen Schritt weiter, weil das Bauen, wissen wir alle, dauert ja meistens relativ lang. Und dann baue ich eben nur das, was ich wirklich filigran, also was delikate Strukturen sind, dann baue ich nur das.
Aber ich brauche diesen kleinen Bereich, den ich baue, um den Rest eben relativ grob aus Leisten, Blechen und sonst etwas zusammenzubauen. Ja. Und diese hybride Bauweise ist etwas, was man heute eigentlich noch sehr selten in der Anwendung findet, aber was extrem leicht ist zu realisieren, weil am Ende des Tages habe ich, was den Drahtprozess angeht, eine Maschine, die kann schweißen und kann drucken. Ja. Und ich kann im Prinzip erstmal ein Halbzeug, die Basis, wir müssen ja immer auf eine Basis aufbauen, ich kann diese Basis erstmal schweißtechnisch herstellen und das Finish mache ich dann mit den Drucken von irgendwelchen Details da drauf. Nichtsdestotrotz muss ich das mal abstellen, weil das ist tatsächlich, ja, auch es gibt auch noch Schweres hier bei uns. Ja. Aber ich glaube, als Einführung in die Schwerpunkte von euch 2024 war das jetzt eine super gute Zusammenfassung. Thorsten, herzlichen Dank fürs Gespräch und bis bald wieder. Genau. Vielen Dank fürs Vorbeikommen. Ja. Dankeschön. Danke. Ja, wir sind jetzt auf dem Siemens-Stand und der Martin Gasch ist unser Gastgeber heute bei Siemens. Er ist für Business Development zuständig und er wird uns jetzt den Siemens-Stand 2024 vorstellen. Ja, vielen Dank. Der Fokus dieses Jahr auf der Formnext, auf unserem Siemens-Stand, ist unser Partner-Ökosystem. Das heißt, wir haben hier ganz viele Partner auf dem Messestand aus dem Bereich Software, also die eigene Softwarelösung anbieten, aber auch Unterstützung in der Softwareentwicklung für Hardware. Wir haben Partner, die Hardware-Komponenten für 3D-Drucker entwickeln, anbieten, basierend auf unseren Siemens-Hardware-Komponenten. Und das Ganze zeigen wir hier als Ökosystem. Hintergrund ist, dass wir unseren Siemens Accelerator Marktplatz haben. Das heißt, dort werden unsere Lösungen auf einem Marktplatz angeboten, dass der Kunde relativ schnell diese Lösungen erwerben kann, aber eben auch nicht nur Siemens-Lösungen, sondern auch unsere Partner können hier ihre eigene Lösung platzieren und so ihren Kunden anbieten und auch ihren Kundenstamm erweitern. Ein weiterer Fokus, nicht nur hier auf der Formnext, sondern insgesamt ist das Thema Cloud-Lösungen, die sogenannten X-Lösungen. Ja, das heißt, wir sind dabei, unsere Softwarelösung schrittweise in die Cloud zu bringen, um den Kunden einfach einen Vorteil zu ermöglichen im Sinne von CAPEX zu OPEX. Ja, das heißt, dass der Kunde finanzielle Vorteile erlangt, indem er Cloud-Lösungen, Software as a Service anwenden kann. Und ein weiteres Thema, letzte Woche gab es ja die Pressemitteilung bezüglich der Altair-Akquise. Also Siemens wird die Firma Altair akquirieren, kaufen. Das ist für nächstes Jahr geplant und Altair ist ja auch ein aktiver Anbieter von Softwarelösungen im Bereich 3D-Druck, sodass wir da auch Synergieeffekte erwarten. Das ist eine eurer größten Übernahmen für ca. 10 Genau. Milliarden. Ja. Einer der größten Übernahmen überhaupt. Und das zeigt auch, wie wichtig additive Fertigung und auch Thema Software bei Siemens gesehen wird, dass wir uns immer mehr schrittweise in eine Technologiefirma und auch Softwarefirma entwickeln. Vielen Dank, Martin. Ja, hier sind wir nun auf dem Stratasys-Stand. Auch hier gibt es natürlich wieder viele Neuigkeiten. Wir haben hier eine Sache gefunden, die ich persönlich sehr interessant finde. Ein neues Material für die Polyjet-Technologie. Auch hier haben wir natürlich einen Experten gefunden. Und er wird jetzt mal kurz erklären, um was es denn hier geht und was man damit Neues machen kann. So, please. What is the new stuff here? My name is Ori. I'm from Stratasys, and I'm very excited to tell you about the new material that we are developing. It's called the Tough One. Yeah, and should I take a one? Yeah. Yeah, sure. And we have developed it to be able to show functional prototypes, like the ability to use snaps that sound like snap and that behave like that, and the ability to use self-tapping screws, which are ordinary in plastics industry, and we put, and you can feel the plastic is behaving very well with this, and you don't have to be afraid about it anymore. And I also like to show that I get to do my favorite thing here in the show. I get to drill these parts. I can also drill very close by holes. And if you can come in closer, you can see that
it doesn't shatter on the outside, even when they're very close together. So this shows a very good plastic that you can actually work with without being afraid of it shattering. Perfect. That's it. We're here. Thank you. Yeah, thank you. Thank you so much.